Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir gedacht, ich lasse mal 2 Blumen springen. Dann könnt ihr am Ende des Videos eine raussuchen für euren Tag. Vielleicht mache ich es auch öfter so. Mal gucken, wie ihr es annimmt. Mal mit unterschiedlichen Kartendecks. Hier habt ihr dann eure Tagesblume. Ja, was soll ich euch berichten? Es gibt nicht so viel. Ich bin immer noch in meinen Jahresreadings, das heißt, gut beschäftigt. Wir gucken jetzt mal, was der Tag so an kollektiver Botschaft für uns mitbringt. Ja, wir haben schon mal den Schlüssel hier. Hier geht es um einen Erfolg, ein Gefühl der Sicherheit. Für manche ist es möglich, sich neue Türen zu öffnen. Und es kommt irgendwo Bewegung rein, etwas nimmt mit Sicherheit Fahrt auf. Ja, hier gibt es etwas, das im Nebel liegt oder im Unklaren oder wo wir einfach nicht so richtig Durchblick haben. Kann sein, wir haben schon viel darüber überlegt oder nachgedacht oder sinniert. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir aber dieses Ding, dass die Dinge in unsere Richtung gehen und dass es gut für uns ausgeht. Hier geht es um unser Umfeld, Familienthemen, vielleicht auch die nähere Umgebung, die Häuslichkeit. Und die Energie hier ist sehr klärend. Ne? Wir bringen etwas in Fahrt, was uns vorher gehemmt hat oder wo wir wirklich lange drüber nachgedacht haben und nicht so richtig auf die Lösung gekommen sind. Ja, für die nähere Zeit liegen wir selber. Das heißt, es kommt schon ein bisschen drauf an, wie wir die Dinge gestalten, was wir so in die Hand nehmen. Und inwieweit wir uns hier selber treu sind. Ich glaube, die Legung, die hier liegt, die geht so auch ein bisschen an die ihr Umfeld neu bestellen oder die einfach nochmal gucken, wo kommt Gutes für mich her, wo sind viele Schattenthemen, wo lege ich intuitiv richtig, dass irgendetwas nicht stimmt und brauche ich das alles noch oder nicht, das ist hier die Frage. Ne? Wie marschiert man durch, ohne sein eigenes Gesicht zu verlieren? Das kann ja auch ein spezielles Thema sein mit einem bestimmten Freund. Also mit einer bestimmten Person hier männlich oder auch mit einem männlichen Kind. Man würde sich hier wünschen, also hier wirft auch irgendwas ein Schattenthema auf, ne? Und man würde sich hier wünschen, dass es auf längere Frist geklärt wird und klar bleibt und sich unter einen guten Stern stellt, was sich hier bewegt. In dieser Legung steckt sehr viel Intuition. Das heißt, obwohl man vielleicht vernebelt denkt, ist das Bauchgefühl sehr hoch. Ja, und der Schlüssel dazu ist die Liebe. Alles mit Liebe zu tun, liebevoll auszukommunizieren, bringt hier Veränderung. Auch daran zu denken, wo man überhaupt Liebe wahrnimmt oder wo man vielleicht auch zu wenig Liebe reingibt in die Dinge. Die Aufforderung mag hier sein, lass mal wieder dein Herz auf der Zunge tragen und spreche liebevoll aus, was hier geklärt werden muss. Was hier auch noch ein bisschen speziell ist, sage ich auch noch das Szenario, es kann hier sein, dass aus Liebe Freundschaft wird. Quatsch, oder andersrum, ja, aus Freundschaft Liebe, beides ist möglich.
Möglicherweise geht es hier auch darum, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, von dem man längere Zeit nichts gehört hat und man weiß nicht warum. Auch hier haben wir mit der Karotte wieder die Klarheit. Das hier ist eine Energie, die liegt im Element Erde mit drin. Ne? Das ist sowas, was einen guten Grund braucht, einen bestimmten Boden, um zu wachsen und um irgendwas entstehen zu lassen, um ja produktiv werden zu können. Und ich glaube, es geht hier verstärkt um die Dinge, die man mit Liebe macht oder eben nicht mehr. Dass man sich darüber im Klaren wird, wenn du immer was tust, was du nicht mehr möchtest, ne? Oder was du nicht aus dem Herzen tust, kommt hier ganz schnell dieses Gefühl, mir wird langweilig, ich kriege nichts mehr hin, ich lebe irgendwie an mir vorbei und das lässt natürlich auch den Untergrund ein bisschen beben, irgendwann dann mal. So, wir haben den Tukan. Ich komme in dein Leben und bringe dir Lebendigkeit, Tatendrang und Freude. Die Lust am Leben durchdringt dich und macht dich lebendig. Mache die Sachen, die du dir sonst nicht erlaubst. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir drehen die Blumenkarten um und schauen uns das noch an, was die Blume dir hier mitgibt für den heutigen Tag. Ich lege mal noch eine drauf. Dann könnt ihr auswählen. Ich glaube, man sieht es nicht richtig. Also rechts oder links, rechts oder links. Und ich würde hier links nehmen. Oh, guckt euch das mal an. Wir bekommen ein Trostpflaster. Irgendetwas in uns kann genesen. Und wir haben hier die Wunschpflanze, die uns einlädt, unseren Wunsch, entweder visuell oder tatsächlich in der Tat, zu pflanzen und auch zu beobachten, wie er dann hochwächst. Ne? Wenn man das schlecht visualisieren kann, dann kann man es tatsächlich auch, könnte man es aufmalen oder so, ne? Okay, also irgendwo kommt in eine verwundete Situation ein bisschen Trost für uns und ja, vielleicht auch verbunden mit irgendwo einer Wunscherfüllung. Die andere Seite hat das Aufblühen dabei und ihr habt den Ehrenpreis. Das heißt, das Leben kommt in Bewegung. Die Tiefen des Seins, alte Wunden, Gefühlsstauungen werden berührt und können sich so lösen. Ich denke, da geht es um all die, die irgendwo einen tiefen Knoten in sich haben und denken, oh, es geht nicht weiter, ich komme über den Punkt des Entwirrens der Situation, das würde sich hier decken, nicht drüber. Also, schöne Botschaften für heute, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.